Sie verkaufen uns einen Traum. Einen glänzenden, verführerischen, technokratischen Traum. Stell ihn dir vor. Eine Welt ohne Sorgen. Deine alternden Eltern müssen nicht ins Pflegeheim. Sie werden zu Hause von einem freundlichen, sprechenden Roboter versorgt, der nie müde wird. Die schmutzigen, langweiligen, repetitiven Jobs werden nicht mehr von Menschen gemacht, sondern von Maschinen. Die Wirtschaft boomt, die Produktivität explodiert und der Lebensstandard steigt für alle, selbst wenn unsere Bevölkerung schrumpft. Es ist eine Utopie, die uns auf den Bühnen des Weltwirtschaftsforums in Davos und Dubai präsentiert wird. Eine Zukunft, die nur 4 oder 5 Jahre entfernt ist. Aber was, wenn ich dir sage, dass dieser Traum ein trojanisches Pferd ist? Was, wenn hinter der Fassade der Bequemlichkeit die Architektur für den perfektesten und unmenschlichsten Kontrollstaat gebaut wird, den die Welt je gesehen hat? Was, wenn die Roboter, die uns dienen sollen, in Wahrheit unsere Wärter sind? Und was, wenn die Eliten, die uns diesen Traum verkaufen, uns, die normalen Menschen, nicht als Nutznießer, sondern als das Problem betrachten, das es zu lösen gilt? Denn in dieser neuen gefährlichen Welt reicht es nicht, nur auf die nächste technologische Neuerung zu starren. Du musst verstehen, wer die Architekten dieser neuen Welt sind und was ihre wahre Agenda ist. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B, nicht nur für dein Geld, sondern für deine Menschlichkeit, dein Menschsein. Genau dieses System, wie du dich und deine Familie vor diesem technokratischen Zugriff schützt, lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen, die dich vom Radar der globalen Kontrolleure nehmen. Und bei unserem nächsten Seminar haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der die geopolitischen Risiken kennt wie kaum ein anderer. Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du verstehst, was auf dem Spiel steht, lass uns in die Abgründe dieser angeblich strahlenden Zukunft blicken. Hören wir auf den Propheten dieser neuen Ära, den CEO von Sandbox AQ, Jack Hydery. Auf der Bühne des Weltwirtschaftsforums sagte er mit einem Lächeln: Im Moment sind wir in diesem Raum, soweit ich weiß, alle Menschen. Aber in 4 oder 5 Jahren werden wir humanoide Roboter in diesem Raum haben. Er spricht von einem sehr großen Schock für das System, größer als ChatGPT, der uns bevorsteht, aber er spricht nicht mit Angst in der Stimme. Er spricht mit der Vorfreude eines Architekten, der weiß, dass man ein System am besten umbaut, wenn es unter Schock steht. Als leuchtendes Beispiel nennt er die Altenpflege. Anstatt ins Pflegeheim zu gehen, können ältere Menschen zu Hause bleiben, versorgt von einem Roboter. Ich denke, wir alle halten das für eine sehr positive Sache, sagt er. Aber tun wir das wirklich? Auf Reddit, in einem Forum für Pflegekräfte, klingt die Antwort anders. Eine Krankenschwester schreibt: Ich habe 20 Jahre lang in der Geriatrie gearbeitet. Meine Patienten brauchten keine Maschine, die ihnen das Essen reicht. Sie brauchten eine Hand, die ihre hält. Sie brauchten ein menschliches Gesicht, das sie anlächelt. Eine Stimme, die ihnen eine Geschichte erzählt. Ihnen einen Roboter zu geben, ist nicht Pflege. Es ist die endgültige, technokratische Form der Verlassenheit. Ein anderer User kommentiert: Perfekt. Die Generation, die ihre Kinder von iPads hat aufziehen lassen, wird am Ende von einem iPad auf Beinen entsorgt. Der Kreis schließt sich. Das ist die Realität hinter der Utopie. Die Auslagerung von Liebe und menschlicher Verbindung an eine Maschine. Aber die Vision geht noch viel weiter. Hören wir auf Larry Fink, den CEO von BlackRock, einen der mächtigsten Männer der Welt. Er argumentiert, dass die großen Gewinner dieser Roboterrevolution die Industrieländer mit schrumpfender Bevölkerung sein werden. Warum? Weil die sozialen Probleme, die durch die Ersetzung von Menschen durch Maschinen entstehen, in diesen Ländern viel einfacher zu handhaben seien. Lies diesen Satz noch einmal. Die Ersetzung von Menschen durch Maschinen.
In den Augen dieser Elite sind wir, die Menschen, ein Problem, das es zu managen gilt. Ein demografischer Rückgang ist keine Krise mehr, sondern eine Chance, uns endlich loszuwerden und durch effizientere, gehorsamere Roboter zu ersetzen. In Ländern, die zu xenophob für Einwanderung sind, so Fink, werden Roboter und KI die Produktivität steigern und den Lebensstandard erhöhen. Das ist die kalte, brutale Logik des Transhumanismus. Der Mensch ist nicht mehr die Krone der Schöpfung. Er ist ein ineffizienter, fehleranfälliger Prototyp, der auf ein Upgrade wartet oder noch besser auf seine endgültige Ausmusterung. Aber wie erschafft man eine echte Roboterintelligenz? Was ist die technische Voraussetzung für diesen großen Sprung? Professorin Vanessa Evers von der Universität Twente gab uns auf dem Sommer Davos die schreckliche Antwort. Sie sagte, für echte Roboterintelligenz muss man ein Modell der Welt bauen, wie einen digitalen Zwilling der gesamten Welt. Ein digitaler Zwilling der gesamten Welt. Das ist der feuchte Traum jedes totalitären Herrschers in der Geschichte. Eine perfekte, allwissende Simulation der Realität. Aber es geht nicht nur um Gebäude und Straßen. Es geht um dich. Evers erklärte, dass diese Roboter mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet werden könnten. Sie könnten den Herzschlag oder den Atem einer Person hören, um Stress oder Schmerz zu erkennen. Und dann kommt der Satz, der dich erzittern lassen sollte. Wir können Dominanz, Aggression, kreativen Fluss erkennen. All das sind Dinge, die man auf automatisierte Weise erkennen könnte. Das ist keine Maschine mehr, die dir den Tee bringt. Das ist ein mobiler Lügendetektor, eine Emotionspolizei, ein vorkriminelles Überwachungssystem auf Beinen. Um das zu erreichen, braucht es nicht nur eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT. Es braucht ein Large Behavioral Model, ein System, das mit den Verhaltensdaten von Milliarden von Menschen trainiert wird, um deine nächste Handlung vorherzusagen, bevor du sie selbst kennst. Der digitale Zwilling ist die Datenbank. Das Verhaltensmodell ist der Algorithmus. Und der humanoide Roboter ist der physische Arm dieses neuen gottgleichen Systems. Es ist der ultimative digitale Gulag, nicht aus Stacheldraht, sondern aus Bequemlichkeit und Code gebaut. Die Architekten dieses Systems wissen, dass die Gesetze von heute diesen Sprung nicht erlauben. Aber auch dafür haben sie einen Plan. Jack Hydery fordert, dass die Gesetze zur Roboterregulierung die Fähigkeit zur Selbstaktualisierung eingebaut haben müssen. Alle 6 Monate sollen sich die wichtigen Stakeholder treffen und die Gesetze anpassen. Wer sind diese Stakeholder? Du? Ich? Nein, es sind die Konzerne, die die Roboter bauen, die NGOs, die die Ideologie liefern und die Regierungen, die die Kontrolle wollen. Es ist ein geschlossener Zirkel, der die Regeln für unsere neue Realität schreibt, weit entfernt von jeder demokratischen Kontrolle. Das ist die Zukunft, die sie für uns planen. Eine Welt, die von einer kleinen, nicht gewählten Elite auf globalen Konferenzen entworfen wird. Eine Welt, in der die Menschlichkeit als Problem und die Maschine als Lösung gesehen wird. Eine Welt, in der deine tiefsten Gefühle und Absichten in Echtzeit analysiert werden, um dein Verhalten zu steuern. Du hast die Wahl. Du kannst in dieser Welt leben und hoffen, dass sie nicht so schlimm wird, wie sie klingt. Oder du kannst verstehen, dass dies kein Test ist. Dies ist der Ernstfall. Und du fängst an, deine Festung zu bauen, bevor die digitalen Mauern sich für immer schließen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.